grundsätzlich hast du aber schon recht. Also eigentlich ist das schon eine gute Idee, die Olaf da hatte. Was halt cool wäre, ehrlich gesagt hatte ich das auch gehofft, dass das so wäre, aber das ist halt überhaupt nicht so. Als die Flive Universe noch entwickelt haben, als es noch Project M hieß, haben sie mal so Tools vorgestellt, die irgendwelche dynamischen Analyse-Tools, mit denen man alles im Auge behalten kann. Wie viele Items existieren, glaube ich, war dann ein Beispiel und so. So, einfach so statistische Analyse-Tools. Hat echt cool ausgesehen und so. Und dann dachte ich auch damals, ja, dann behalten die das immer schön im Blick so. Wenn es zu viel von irgendeinem Item gibt, könnten die theoretisch irgendwas dagegen tun. Vielleicht Dropraten anpassen oder so. Sie haben niemals irgendwas gefühlt damit gemacht, weil sie greifen ja nicht aktiv in die Wirtschaft ein, was ja gut ist an sich. Aber was halt zum Beispiel cool wäre, wäre nicht, wenn sie Dropraten oder so beeinflussen, sondern Upgrade-Kosten, ja. Also dass quasi die Upgrade-Kosten oder generell so allgemeine Sachen beim NPC, Elemente entfernen vielleicht sogar. Wobei das würde mich jetzt momentan killen, weil ich entferne jeden Tag 10-mal mein Element. Aber, und auch dann auch immer 2 Waffen. Aber theoretisch, dass dann halt alles, also mal angenommen, es gibt, die gesamte Penja-Menge ist 1 Trillion, also deutsche Trillion. Dann kostet ein Upgrade von 9 auf 10 1 Million pro Versuch. Statt 500.000? Ich glaube, es sind 500.000. Und wenn die Penja-Menge 2 Trillionen ist, dann kostet es 2 Millionen. Und dann wird es immer mehr quasi. Und wenn die Penja-Menge dann wieder abgenommen hat, weil so viel mehr Geld verbraucht wird für alltägliche Dinge, dann sinkt es dann wieder. Einziger Nachteil davon wäre, man würde vor allem also das wäre wieder so eine Methode, wo man vor allem die armen Spieler bestrafen würde. Weil, ja, für den Low Bob, sag ich mal, ist halt 1 Million Penja mehr oder weniger manchmal entscheidend. Oder manchmal gar nicht so wenig. Für den High-Level-Spieler, der Trillionen von Penja rumliegen hat, ist das halt so oder so nichts. Ob der jetzt 1 oder 2 Mio zahlt, das juckt ihn ja eh nicht. Also es würde zwar die gesamte Penja, also der Effekt würde schon erzielt werden, sofern die Leute es dann auch machen. Aber gut, wenn es so Must-Have-Dinge sind, Element-Changen und so. Ich meine, es gibt gewisse Dinge, die musst du machen. Also wenn du darauf verzichtest, verlierst du mehr, als dass du gewinnst. Es müsste halt Sinn ergeben. Es müsste halt in einem guten Verhältnis sein. Also es darf nicht zu extrem sein. Und es müssen Dinge sein, die Leute machen müssen, quasi, wo du eigentlich dann gar keine Wahl hast. Aber ja, dann würden halt Leute einfach dann warten, bis es günstiger wird. Wobei es dann vielleicht auch immer teurer wird. Würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Man müsste sich auf jeden Fall sehr viele Gedanken darum machen. Aber das Ding ist halt, gefühlt müsste es irgendwie sowas geben und es gibt halt gar nichts in der Richtung. Also auch bestes Beispiel dafür, wo es wirklich so ist, wo sie es gesagt haben, dass sie die Preise anpassen, sind die Low Upcut Stones zum Beispiel. Diese Low Penja Power-Ups. Da haben sie, als sie die eingeführt haben, haben sie gesagt, die Preise können sich anpassen, je nach wirtschaftlicher Situation der Server. Und die Preise wurden niemals wieder angepasst. Die wurden, glaube ich, 2 oder 3 Mal angepasst und danach nie wieder. Niemals. Ich weiß nicht wieso, weil es ihnen wahrscheinlich einfach egal ist, weil es jedem so ziemlich egal ist. Aber auch da ist es halt, wenn jetzt F-Coins auf dem FEC 400 Mio kosten oder 4 Milliarden pro 1000, ist egal. Der Low-Upcut wird immer noch 720.000 Penja kosten. Also nicht mal da haben sie es angepasst. Also entweder sind sie der festen Überzeugung, dass das nichts bringt, oder es ist ihnen egal. Wahrscheinlich beides. Und damals haben sie, wie gesagt, da haben sie es wirklich gesagt. Bei diesen Analyse-Tools haben sie nie gesagt, dass sie damit aktiv in die Wirtschaft eingreifen wollen. Das habe ich nur gedacht. Das wäre ja dann das ideale Tool, um gegen Inflation vorzugehen. Und da halt ein bisschen Einwirkung zu haben, wenn es halt wirklich extrem ist. Also wenn halt irgendein Item überhaupt nicht existiert oder wenn die Penja-Menge einfach viel zu extrem ist oder so, dass man halt wirklich nur in extremen Ausnahmesituationen
quasi etwas machen kann. Ich meine, nur dann will man ja, dass sie was machen. Ich meine, grundsätzlich willst du ja, dass die Preise sich frei entwickeln und so. Aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann ist dieser Punkt überschritten und dann würde man sich schon eher wünschen, dass vielleicht mal was kommt. Und was dagegen getan wird. Umfrage in the chat, by the way. Click the link in the chat. Umfrage. Kurze, gratis Umfrage ausfüllen. Stream kostenlos, supporten Chat. Appreciate it. Das könnten sie jetzt schon theoretisch machen, oder? Also sagen wir, der Kurs war lange bei 200 pro 1000, jetzt ist er bei 400 pro 1000, jetzt könnte man die Preise verdoppeln von Upgrades etc. Wie gesagt, die könnten vieles tun. Das ist ja auch wieder, das ist ja wieder nur eine Idee von Hunderten wahrscheinlich. Aber sie machen ja nichts davon. Also, wenn du jetzt sagst, diese Idee gefällt mir nicht, wegen dem und dem, ja, man könnte auch eine andere Idee nehmen, das ist egal. Aber sie machen ja gar nichts. Das ist das Problem. Also die konkrete Idee ist eigentlich wurscht. Es geht ja einfach nur darum, dass mehr Penya aus dem Spiel wieder geht. Dass mehr Penya verbraucht wird, als gedroppt wird. Ich meine, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Aber dass man es zumindest etwas abdämpft. Dass man die Entwicklung entschleunigt. Wie jetzt zum Beispiel, was wir jetzt erlebt haben, innerhalb von knapp 2 Wochen F-Coin-Preis fast verdoppelt. Das darf halt eigentlich nicht passieren. Oder das sollte nicht passieren. Und es ist halt immer schwierig zu sagen, was im Hintergrund wirklich los ist, weil wir wissen ja gar nicht, wie viel Geld existiert. Existiert wirklich so viel mehr Geld als vor 2 Wochen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber können wir halt nicht nachvollziehen. Sowas kann halt nur Gala nachvollziehen, wie viel Geld wirklich im Umlauf ist und so. Gibt es wirklich ein Problem oder wird der Markt nur beeinflusst von Leuten? Also gibt es wirklich zu viel Geld? Gibt es wirklich eine logische Ursache? Oder ist es reine Manipulation? Das kannst du gar nicht nachvollziehen. Tiefgreifende Infos zu haben. Also es ist höchstwahrscheinlich beides. Also ich meine, wenn der F-Coin-Kurs so rasant steigt, dann ist höchstwahrscheinlich auch Manipulation im Spiel. Keine Frage. Aber das ist ja letztendlich egal. Also warum das jetzt passiert, ist ja eigentlich Wurst. Man will ja einfach nur, dass irgendwas dagegen getan wird. Ursachenbekämpfung wäre auch nicht schlecht, aber ich denke, da kann man wenig machen. Aus Galas Seite, auf Galas Seite. Wo sie was machen können, ist halt Penya vernichten. In welcher Form auch immer. Die genaue Idee ist ja eigentlich wurscht. Das Ergebnis ist halt wichtig, dass dann weniger Penya existiert. Eine Möglichkeit wäre die aus World of Warcraft Geared-Haltbarkeit muss mit Gold repariert werden. Je höher das Gear, desto teurer. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse Reparieren in Videospielen. Einer der Gründe, warum mir sehr viele MMOs nie getaugt haben, weil man da immer sein Equipment reparieren muss. Und ich finde, das ist einer der ätzendsten... Also für Inflation wäre es vielleicht eine gute Idee, aber ich persönlich finde das so scheiße. Also ich finde, das ist so räudig. Mir hat noch nie wirklich langfristig ein Spiel Spaß gemacht, wo man immer sein Equipment reparieren muss. Die habe ich immer gehasst. Das erste, was ich sehe, Haltbarkeit 40 von 40 und direkt deinstalliert. Also gut, ganz so krass vielleicht auch nicht, aber es ist schon... Das würde ich persönlich jetzt nicht so begrüßen. Vielleicht läuft es darauf hinaus, vielleicht wäre das eine gute Idee. Aber... Ich persönlich bin kein Fan davon. Ich hasse das.